Luxemburg. Hier steht es, Modellvariante 2023. Rob Schell ist bei mir. Wir sind bei Akabo in den Niederlanden. Das Ganze wird vertrieben über die Vital Camp AG in Deutschland. Und dieses Haus hier hat die meisten Abrufe erzielt überhaupt. Das ist jetzt eine tolle Modellvariante. Man kann einiges jetzt mal sehen, was vorher verbaut war. Hier, normalerweise ist jetzt hier noch eine ganz große Terrasse mit dabei. Die kann man anbauen. Ja, stimmt. Der wird normalerweise nochmal erstmal komplett verkleidet. Nur weil er hier jetzt hoch steht als Musterhaus. Ist gut, da kann man mal drunter gucken. Kann man gut drunter gucken. Ja, kann man auch sehen, dass der ortsveränderlich ist. Dass da auch Räder drunter sind. Und eigentlich, wenn wir ankommen, wird hier eine Deichsel reingehangen und wir transportieren der gerade die letzten Meter auf für Ort. So, man kann ihn auch fahren, oder? Ja, man kann der fahren. Deshalb braucht man auch nicht immer einen Kran, weil wir dann speziell gebaute Traktor da mitbringen, sodass der auch auf jedes Gelände eigentlich das letzte Stück gefahren werden kann. Ein Erfolgsmodell Luxemburg, Flachdach, aber nicht ganz flach. Es hat eine leichte Neigung. Ja, klar. Und dann deshalb sieht man auch in die Vorderseite keine Regenrinne und sind die an der Hinterseite. So, wenn man hier schaut, was macht das Modell aus? Kann man es GEG-konform bauen? Ja, kann man. Wir haben diese wohl eben, jetzt wie der hier auch steht, eben noch nicht GEG. Die werden wohl eigentlich auch wieder die Möglichkeit bekommen. Das bedeutet eigentlich, dann bekommt er in diesem Fall, sind das Sandwichpaneele, bekommt man richtig dickere Sandwichpaneele, wird der Boden und Dach nochmal anders aufgebaut. So, trotzdem ist das jetzt schon richtig gut isoliert, gedämmt. Ja. Man erhält alles das, was wir gleich sehen werden, komplett als Paket. Der ganze Aufbau dauert einen Tag im Schnitt. Ja, der ganze Tag dauert einen Tag. Wir bringen das eigentlich in der Nacht rüber und morgens steht das Haus in einmal. Man bekommt vorher einen Fundierungsanschlussplan und dann weiß man ganz genau, wo man eigentlich Strom, Wasser und Kanal hinbringen soll. So, wo soll man reingehen? Hier vorne? Ja, rechte Seite. Das ist der Eingang. Hier von also das wird normalerweise, kann man sich ja mit einer richtigen Treppe dann nochmal versehen. Ja, das macht es natürlich aus. Und hier haben wir weiß tapeziert. Ihr habt eigene Tapezierteams? Ja, haben wir eigene Leute. Jede Stelle bei uns, es ist genau wie produzieren wir in die Autoindustrie. Und eigentlich auf jeder Stelle haben wir unsere eigenen Fachleute. Also Autoindustrie heißt, ihr habt Stationen von A nach B. Da fahren die rein und die Fachleute arbeiten extrem genau. Ja, extrem genau. Eigentlich jemand, der hier Fließer ist, der ist beruflich auch Fließer, weil um die 4,5 oder 6 Stunden kommt er ein neues Haus für seine Nase und dann geht das Haus wieder zu der nächsten Stelle. Ja, die Leute haben jetzt schon Feierabend. Wir haben eben im Werk gedreht. Ja. Da kann man sich das anschauen. Das ist ein Traum, dazu zu schauen. Ihr habt ein zweites Werk, das konnten wir heute nicht drehen. Da sind ganz viele Roboter schon am Werk. Die machen nämlich das, was immer wiederkehrend ist, was man gut programmieren kann und so weiter. Das machen jetzt schon immer mehr Maschinen. Dadurch wird es natürlich noch einen Ticken genauer. Ja, das war für uns auch hauptsächlich auch die Absicht, weil man nicht mal die Leute heutzutage die Arbeitskräfte kriegt, die man gerne hätte. Also man guckt richtig, dass man die Leute auch gerne bei sich behält. Deshalb haben wir gesucht, wie möchten wir die Zukunft reingehen und dann ist er doch Roboter. Also ungefähr 3,5 Jahre haben wir die Roboter bestellt. Wir haben die unheimlich viele Aufgaben mitgegeben, was wir möchten. Das ist über eine lange Strecke von 150 Meter, stehen 6 richtig große Roboter, die da eigentlich die Häuser verbauen in einem großen Teil. Echt? Ja. Ich habe das noch nie gehört, dass die Roboter Häuser bauen. Ist das bei euch? Ich meine, ihr kennt doch die Wettbewerber, trefft euch schon mal mit denen? Oder? Ja klar, die Branche ist klein, aber wir haben, was haben wir versucht mit diesen Robotern? Die mussten Dinge bauen, was sie noch nicht bauen könnten. Das war für uns eine Herausforderung. Wir haben auch unsere Zulieferanten da mit reingenommen und es hat auch seine Zeit gebraucht, aber jetzt läuft da ruckzuck und kann man traumhafte, schöne Modelle bauen. Auch hier wie diese mit einer richtigen Stehhöhe wieder. Also es gibt wieder das Raumgefühl. Also fast 3 Meter, 2,80 Meter. Ja, der hatte ungefähr 2,75, 2,80 hat diese in die Größe. Na, hier haben wir eine bestimmte Küche gewählt. Wir haben immer eben alles ausgestellt mit 2 Schlafzimmern. Hauptsächlich auch, um die Größe anzugeben, dass man das Abstellraum benutzen kann und ein Badzimmer. Das Raumgefühl ist toll, oder? Ja, und es ist auch, wir waren gerade draußen, es war laut und hier ist schon alles eigentlich wieder verschwunden. Das ist mir aufgefallen. Du bist direkt an der Hauptstraße, du kannst jetzt hier schlafen drin und da draußen ist eine richtige Hauptverbindung.
Jetzt ist natürlich immer, weil man wartet, doch, da kommt der nächste LKW. So, sogar eine Doppelstraße. Also das hörst du hier drin gar nicht. Nee, das ist wirklich in einmal weg und das bedeutet eigentlich auch, dass man richtig vernünftig gut gebaut hat. Ein Riesenzimmer, ist viel breiter als die anderen. Hier, wir haben in dieses Modell auch breitere Eingangstüre reingebracht. Das macht das. Das Zimmer ist gar nicht breiter. Nee, stimmt. Das macht aber so viel aus. Ja, macht so viel aus, ja. Also das sind auch schön die Bestimmungen, die man da machen kann. Das ist ja toll. So, die Türen sind hier gut? Ja, du darfst sie selber angreifen. Und wenn du die Hände nicht voll hättest, Habe ich voll, aber hattest du, sind richtige Türen, die wir auch reingebaut haben. Haustüren, kein Spielzeug. Die breiten Türen sind natürlich richtig toll. Ja. Der Kunde kann wahlweise auch schmale haben, wenn er will. Ja, abhängig die Modelle. In diesem Fall haben wir das schon alles Standard gewählt bei den Modellen. Und so hat jedes Modell seine eigene Spezialität. So, das Badmöbel kenne ich schon. Ja, Das auch ist- durch um die Ecke. Also So, auch die Grundrisse, ihr habt jeden Millimeter, das hast du im normalen Haus ja nicht. Ich nehme an, dass hier hinter ist wahrscheinlich der Schrank wieder, oder? ja, in die Seite ist der Schrank hinter die Dusche. Da haben wir jetzt den Schrank verbaut. Wird man gleich auch direkt erkennen im Schlafzimmer. Wir haben es jetzt und das ist irgendwie auch wieder schön zu sehen. So kommt es bei Ihnen an, so bei den Kunden. Wir haben es jetzt richtig schon alles Transport fertig Die gemacht. Transportsicherung. Ne? Die Transportsicherungen, dass da auch nichts passieren kann und alles auch heil ankommt. So, also schön gemacht. Die Häuser sollen ja lange halten. Ihr habt ja nicht nur den einen Endkunden, sondern ihr habt ja Firmen, die machen ganze Parks. In Deutschland, hast du mir erzählt, habt ihr einen Park gebaut mit 60 Häusern? Ja, wir haben zum Beispiel in Scharbeutz haben wir auch einen Park. Stehen 70 Häuser in die Vermietung. Also da kann man In Deutschland? In Deutschland oder Familie Camping Heiden in Deutschland, in Schleswig-Holstein. Direkt an der Küste und stehen auch ganz viele Häuser. Und so haben wir unheimlich viele Parks. Man kann es auch wieder hier sehen, man kann es auch möbliert bekommen, wenn man das schon möchte. Das wird schon direkt organisiert. Na, auch hier haben wir eigentlich alles wieder. So, da oben war eben der Stromkasten. Ah ja, da könnte gut, ja, haben wir wieder der Stromkasten an der Oberseite. Okay, Ja. dann Und da hast kommt du... eigentlich direkt die Zuführleitung. Kommt eigentlich direkt mit im Haus. Der wird unten nicht verklemmt, aber wir sagen immer, lass das Kabel länger, sodass man Ja. der direkt reinziehen kann. In den Kasten direkt mit Hier ist noch reinziehen ein kann. Schrank. Ja, hier hat man natürlich, das war der Schiebeschrank, hier haben wir den Boiler jetzt hängen. Man kann da einen Durchlaufhitzer bekommen oder Luft. Ja, hier haben wir eben einen Elektrikboiler gewählt. Der ist lautlos. Der ist wohl laut, weil er im Schlafzimmer steht, ja. Ja, das ist lautlos. Okay, ich sag mal, wenn einer sagt, weil der Boiler selber ist lautlos, die Gastherme, die hörst du da ein bisschen, aber haben wir hier nicht. Wir haben Elektro. Nee, weil dann würde der hier auf einer anderen Stelle stehen. Ist aber kein Problem. Eine Luftwärmepumpe, eine effiziente würde auch gehen. Ja, 100%ig, weil wir würden das auch in einem der anderen Modelle, ist das wieder Standard. So, auch hier die Belüftungseinheit, die man wahlweise an- und ausmachen kann. Somit kann ich sehr effizient Feuchtigkeit rausbringen. Ja, weil es ist ein der wichtigen Themen in Holzständerwerkbau, dass man richtig belüftet. So, das kann man automatisch aufmachen. Das ist, ja, ist cool. Das heißt, ich fahre weg, mache die Heizung aus, mache das Wasser raus und mache oben die Teile auf. Oder würdest du empfehlen, die Heizung immer ein bisschen anzulassen? Ja, das ist abhängig von der Gebrauch natürlich. Da sind auch Leute, die sagen, ich bleibe nur bestimmte Zeiten. Na, dann kann man sagen, ich drehe Wasser ab und ich benutze es nicht. Andererseits, wenn man auch, das sind Leute, die haben es gewählt mit Fußbodenheizung und die lassen das nur laufen, dass es nicht einfriert. Also Auf 6, 8 Grad. ja, also auch da wieder gibt es wieder unheimlich viele Möglichkeiten und ist das individuell zu gestalten. So, wir sind im Werk. Schaut euch die Werksvideos an, Akabo. Das Ganze gibt es in Deutschland bei Valeria Feist und ihrem Unternehmen. Stimmt. Die haben natürlich ihren Sitz in Kassel, in Zierenberg und in Flensburg und hauptsächlich betreuen die auch die Kunden wegen Baugenehmigung und so weiter. Und das können wir sagen immer, Schulmeister bleibt bei den Lehre. Wir können super gut bauen und wir überlassen den Rest. Es geht um Baugenehmigungen, es geht um ganz viele Fragen, die Leute haben. Ihr seid eigentlich eher ein Großhändler. Viele Hersteller verkaufen nicht an Endkunden, gar nicht. Das heißt auch nicht über Großhändler, weil die sagen, das Geschäft wollen die gar nicht. Aber ihr habt euch das
das angetan. Ihr habt gesagt, hier kann man auch einen Einzelauftrag machen. Das macht er aber über diese Partner, wie zum Beispiel die Valeria Feist. Ihr könntet das gar nicht hier. Also wenn hier 500 Einzelkunden kämen pro Tag. Ja. Nee, das könnten wir auch nicht. Und wir können das natürlich nicht so individuell gut betreuen, wie unseren Händler in diesem Fall das wohl können. Hauptsächlich Baugenehmigung, ein großes Thema, ne? Ja, wenn man auf Privatgelände geht, hat es wirklich richtig viel zu kämpfen mit Baugenehmigung. Und da kennen die sich super gut aus. Und da müssen wir das auch an die auch überlassen, weil sie da gut auskennen. Wenn wir über Parks reden, was wir doch immer mehr sehen, ist auch, dass wir auf Parks, dass wir das komplett bauen. Ein der schönsten Beispiele am Moment ist doch eben auch der Dülmener See. Da sind wir wirklich auf einen Park, nur diese hochwertigen Häuser. Und das ist auch über Vitalcamp wieder zurückzulesen. Und das ist wirklich wie eine zweite Ferienwohnung. Aber super hochwertig wird es vertrieben da. Also ich kann mir vorstellen, eine Einzelperson hier, die hätte bestimmt hier Spaß dran und in Verbindung mit natürlich viel Grün. Man lebt ja hier viel im Freien. Ja, komm, wir gehen mal raus, Abmoderation. Also, das Ganze findet ihr in Deutschland, Vitalcamp und in Zierenberg und in Flensburg. Ganz neues Musterhaus. Zentrum in Flensburg, da war ich, habe auch schon gedreht und jetzt beim Hersteller Akabo in den Niederlanden. Tolles System, tolles Haus. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Rob. Tschüss.